Also bei der Gründung der Universität gab es 4 Fakultäten mit 18 Professoren an der Universität und etwa 300 Studenten. Hinzu kamen noch akademische Bürger, zu denen Buchhändler gehörten, aber auch die Bierbrauer, die Köche, die Pedelle und die Ehefrauen der Professoren. Die Gründung der Uni erfolgte innerhalb des Collegium Jenensis, was ursprünglich auf ein Dominikanerkloster zurückging. Die Gebäude des Dominikanerklosters wurden nachgenutzt. Innerhalb der Kollegienkirche erfolgte zuerst ein Umbau zum Studentenwohnheim, erst 50 Jahre nach der Gründung ein Rückbau als Universitätskirche. Daneben gab es den Bereich, der früher Speisesaal des Klosters war. Dieser wurde zur Universitätsbibliothek umgenutzt und die einzelnen Zellen der Mönche wurden als zuerst Unterkünfte für die Studenten genutzt, später umgebaut zur Mensa, zum Konviktorium für die Studierenden, und die Säle, der Schlafsaal innerhalb des Klosters beziehungsweise auch des Skriptoriums und der Bibliothek des Klosters wurden zu den ersten Hörsälen umfunktioniert. Also im Kollegium war es tatsächlich so, dass den Studenten ein kleiner Wohnkomplex aus 2 Zimmern zur Verfügung stand, eine beheizte Stube, die mit einem Napfkachelofen beheizt war, und eine unbeheizte Kammer. Zu den Inventaren der Studentenzimmer gehörten neben Möbeln wie Bett, Tisch und Stuhl vor allem mobile Gerätschaften, Waschschüsseln. Es gehörten dazu Bierkrüge, Weinkrüge, Gläser, auch Kruzifixe, die in jedem Zimmer vorhanden waren, Kerzenständer, die in den Stuben vorkamen, auch Gefäße, sogenannte Grabengefäße, die zum Kochen von Lebensmitteln verwendet wurden, verschiedene Schüsseln, Teller, im Grunde genommen ein üblicher Hausrat, den man antreffen konnte in dieser Zeit, ergänzt durch Textilien, durch Bücher, durch Degen, die bei den Studenten in Verwendung waren. Es gab sehr privilegierte Studierende, die aus den hochadligen Kreisen stammten, wie Graf von Solms. Es gab mit den Grafen von Rantzau auch aus Dänemark hochadlige Studenten, die nach Jena kamen. Es gab aber durchaus auch ärmere Studenten, die tatsächlich ihr Studium auch durch Stipendien finanziert hatten und an sogenannten Freitischen auch speisen konnten und somit eine finanzielle Unterstützung hatten, die das Studium überhaupt ermöglicht hat.